erstmal Kaffee, aber nicht für die Leinwand heute. Nee. Ich habe mir was überlegt und zwar habe ich hier so einen tollen Grünton, also den mag ich voll gerne. Der ist auch schön flüssig jetzt und diese Feder, ich habe die gerade gefunden auf der grünen Wiese. Es war irgendwie so schön. Wir haben so viele Gänse bei uns. Und ich mache jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen nass. Wow, wie ein Klavier, Tastatur, wie so eine Melodie, die so drauf ist. Das ist toll, das ist einfach toll. Also du musst das unbedingt ausprobieren. So komme ich auf jeden Fall sofort runter. Also ich bin gleich hier auf der Leinwand in der Farbe und kann hier so schöne Bögen ziehen. Und jetzt auch nochmal mit den Federn malen. Also auch richtig wie eine Pinselstruktur kann ich natürlich auch eine Feder benutzen. Das kennst du aber. Also davon habe ich Videos im Kanal. Und so jetzt zum Reinkommen in die Malerei ist das natürlich richtig gut und wertvoll. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen mehr Farbe. Das nochmal verteilen. Obwohl, schau mal hier, jetzt kannst du das sehen, die Farbe läuft jetzt in die Linien von der Feder. Also es läuft da richtig schön weiter. Das kann man jetzt erstmal so lassen und beobachten. Viel weiter läuft es da gar nicht, dann hatte ich mir jetzt mehr von versprochen, aber gut. Da mache ich jetzt einfach mal hier so weiter wie gedacht. Und verteile das jetzt mal, die Farbe. Die Bögen sind ja gerade so meditativ schon fast entstanden. Und das nehme ich jetzt nochmal auf und führe das hier nochmal weiter. Zu dem Grün passt natürlich toll ein Blau. Also auch die Wellen haben mich gerade inspiriert. Ja, das läuft natürlich auch klasse hier. Richtig inspiriert einfach, es macht Spaß dazu zu gucken. Jetzt gucken wir mal. Ne, mit dem passiert nicht viel, aber mit dem kann ich die Farbe so schön schieben hier. Das sind dann auch tolle Effekte. Auch toll. Jetzt weiß ich auch, woran mich das erinnert. Das erinnert mich an so Faunfedern, die Farben. Das passt doch ganz gut dazu. Vermischt sich hier auch toll. Also es ist eine sehr meditative Arbeit. Es läuft halt auch immer wieder zu, also man kann da immer wieder nacharbeiten, dann verändert sich der Farbton nochmal wieder. Ja, hier könnte ich noch mal eine andere Farbe nehmen. Ich habe mir so ein paar Farben gemischt und ich glaube, die passt hier ganz gut. Rühre ich hier noch mal ein bisschen. Ja, mit dem Palettmesser kann ich hier natürlich die Farbe schön verteilen, aber es ist sehr nass, also die Farbe verliert sich darüber natürlich sofort, also der Farbton und die Leuchtkraft, weil sich das sehr vermischt, aber man erhält eben viele schöne weitere Zwischentöne. Die muss ich nochmal schütteln. Oh, super. Habe ich da gleich Türkis und irgendwie noch nicht genug geschüttelt. Da hat sich viel auf dem Boden abgesetzt, dann ist der Farbton nochmal anders. Ja, jetzt ist er heller. Das lasse ich, glaube ich, erstmal laufen. Kaffeepause.
So, auch mal Werkzeug sauber machen, in dem Fall. Hier unten ist es sehr trocken und der Farbton, der fehlt mir gerade. Für mich ist jetzt auch so ein Meer. Da oben das türkise, blaue Meer und hier unten muss ein bisschen Sandstrand hin. So, es hat jetzt hier schon einen schönen Schlammfarbton. Und ist jetzt natürlich zu flüssig. Aber hier mache ich jetzt einen schönen Strand von. Jetzt verfärbt sich das natürlich toll, dann setzt sich super ab. Richtig schöne Farben. Wie so Meer und Strand. Und wie unterschiedlich der Farbton ist, je nachdem, mit wem das so gemischt ist. Also mischen ist ja immer ein interessantes Thema. Farben mischen finde ich immer sehr wichtig. Und auf den Wellen brauche ich jetzt noch ein paar Licht-Sonnenreflexe und packe hier mal so ein klein bisschen Gold mit bei. Ich lasse das hier ruhig noch ein bisschen ineinander laufen und dann packt das Baguette raus, holt den Käse und den Rotwein und dann, oder das Wasser oder was auch immer, und dann setzen wir uns mal an den Strand hier. Und ja noch die Türkis-Tropfen, die verteile ich hier einfach noch so ein bisschen, das ist alles noch nass. Und dann war es das auch. Also ich glaube, da mache ich nicht mehr viel. Ja, jetzt kann ich es noch ein bisschen verteilen, aber im Großen und Ganzen bleibt es so. Also es läuft ja auch immer noch ein bisschen von alleine weiter. Aber hier dieser Sandstrand ist toll und diese Türkistöne da drin, so herrlich. Vorfreude, Urlaubsfreude, türkises Meer, Wald, schöne Wege, ein paar Blumen. Also es ist ein schöner Spaziergang am Meer. Ja, die Farbe verändert sich immer noch mal so ein bisschen. Aber ja, jetzt bist du dran. Einfach machen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele im Kanal. Das kennst du. Das ist da. Und ja, lass dich einfach inspirieren. Fang einfach an zu malen und mach einfach. Und komm, wir gehen noch mal kurz raus. Ich habe die Türen heute auf. Es ist ein bisschen wärmer und die Sonne scheint. Ja, hier meine Tonne.
kennst du ja, schon ein bisschen Wasser drin, es hat geregnet. Genau, und das Netz ist natürlich da drüber, weil da drüber nistet die Amsel. So, und jetzt bist du aber dran. Fang einfach an zu malen, hol deine Malsachen raus, such dir deinen Raum und dann werd kreativ und mach. Ja, als ich das Video gemacht habe, war ich kurz vorm Urlaub und vom Urlaub kennt ihr alle, also es ist immer ein Irrsinn, ein Wahnsinn, nochmal 3-mal so viel und nach dem Urlaub fühlt man sich fast wie vorm Urlaub, aber nein, das muss nicht so sein. Die Malerei holt dich immer wieder ab, finde ich, also immer wenn ich male, egal wie viel Wahnsinn um mich herum passiert, wenn ich male, bin ich wirklich fokussiert und mache nur das eine und das tut so gut und das merke ich immer wieder. Also guck da bei dir auch, dass du dich nicht irre machen lässt von dem, was so um dich herum passiert, sondern nutze die Malerei einfach für dich und schalte einen Gang runter, finde zu dir, finde deine eigene Stimme und mach einfach. Und wenn du Unterstützung brauchst, guck gerne auf meine Webseite, der Link ist unter dem Video. Da habe ich jetzt auch für Anfänger extra einen Kurs gemacht, also kannst du gerne reingucken. Und ja, ansonsten habt einen schönen Sonntag, genieße das schöne Wetter hoffentlich. Also ich war gerade im Urlaub und jetzt bin ich wieder da und gucke mir die Fotos nochmal gerne an. Und ich schwelge in Erinnerungen, habe so viele schöne Wanderungen gemacht, so viele Blumen gesehen und ja, einfach herrlich. Mal gucken, was so dann auch in meine Kunst wieder einfließen wird. Also schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du mir einen Kommentar schreibst. Ich freue mich immer voll. Wir haben eine tolle Community. Danke auch für den Newsletter-Abo. Darüber kann ich auch nochmal gut mit dir kommunizieren. Und ja, so wachsen wir immer weiter zusammen. Also mach's gut. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss. Kaffee. Grüß dich.